Guten Morgen und ich befinde mich auf dem Weg von Kalpitiya nach Annapurna. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Immer ein bisschen kompliziert. Ja, die Fahrt ist ungefähr 120 Kilometer weit und es sind allein 40 Kilometer an der Puttalam-Lagune entfernt. Und ich habe jetzt 90 Kilometer hinter mir, also in 30 Kilometer bin ich da. Dann will ich ein paar Tempel und Sehenswürdigkeiten angucken, aber da kommen wir nachher dazu. Aber jetzt geht es erstmal hier was Leckeres zu trinken. Ich glaube, hier gibt es frischen Saft. Da werde ich eine kurze Pause einlegen und dann geht es auf die letzten 30 Kilometer weiter. Von Asien bis Afrika, Amerika und Europa. Mit jedem Schritt ein neues Abenteuer, das mich lockt. Durch grüne Oasen Asiens und über die schneebedeckten Gipfel der Alpen auf Roadtrips ohne Ziel entdecke ich die Welt. Weltenbummler, das ist mein Leben mit Herz und Seele, jeden Tag aufs Neue mit Bus, Bahn und Tuk-Tuk. Der zweite Roadtrip-Tag beginnt und ich fühle mich schon recht sicher mit dem Umgang des Tuk-Tuks. Die Fahrt ist angenehm, ich genieße den Fahrtwind, der mich kühlt, obwohl es sehr warm ist. Was ich schnell auf meinen ersten 200 Kilometer lernte, ist, dass wenn ein Überlandbus im Rückspiegel auftaucht, ich versuche, so weit links als möglich zu fahren. Das gleiche gilt auch, wenn mir ein paar Verrückte entgegenkommen. Allerdings muss ich jetzt nach dem Roadtrip sagen, dass ich nicht noch einmal so abgedrängt wurde. Nachdem ich Annapurna erreichte, steuerte ich erst einmal meine Unterkunft an, um meine Taschen dort stehen zu lassen. Liebevoll wurde ich von meinen Gastgebern empfangen und bekam gleich noch ein paar Tipps zum Besuch der Tempel. Auf dem Weg zum ersten Tempel sprang ein junger Mann mit Uniform vor mein Tuk-Tuk und wollte mein Ticket sehen, das ich noch nicht hatte. Ich zahlte bei ihm mein Ticket für die UNESCO-Weltkulturerbestätten und es kostete $30. Ich tauche mit dem Isurimunja-Felsentempel in eine schier unendlich scheinende Liste der UNESCO-Weltkulturerbestätte der Stadt ein. Dieser wunderschöne Felsentempel ist berühmt für seine kunstvollen Felsenreliefs und dem liegenden Buddha. Besonders beeindruckend sind die Isurimunja-Liebenden, ein romantisches Paar, das die universelle Liebe symbolisiert, und der Elefantenteich mit seinen naturgetreuen Darstellungen badender Elefanten. Für diesen Tempel musste ich zu dem teuren Ticket von $30 noch ein kleines Extra-Ticket von 200 Rupien bezahlen. Meine nächste Station ist der heilige Feigenbaum Sri Mahabodhi, einer der heiligsten Orte Sri Lankas. Ich finde, er verbindet die Gegenwart mit der Vergangenheit und erinnert an die Anfänge des Buddhismus. Dieser mächtige Feigenbaum ist ein direkter Ableger des Bodhi-Baums in Bodh Gaya, Indien, unter dem Buddha seine Erleuchtung erlangte. Sein Alter wird auf über 2200 Jahre geschätzt, was ihn zu einem der ältesten lebenden Bäume macht, von denen eine genaue Pflanzung dokumentiert ist. Im Jahre 288 vor Christus wurde ein Zweig des ursprünglichen Bodhi-Baums von Indien nach Sri Lanka gebracht und hier in Annapurna angepflanzt. Seitdem ist der Sri Mahabodhi ein zentraler Pilgerort für Buddhisten aus aller Welt und ein beeindruckendes Naturdenkmal. Als nächstes steuere ich mit meinem Tuk-Tuk die große weiße Stulpa an. Sorry, aber der Name ist ein Zungenbrecher und ich blende ihn unten ein. Da man vor den Tulpas, Tempeln und Pagoden seine Schuhe ausziehen muss, fühlen sich meine Fußsohlen meistens so an wie ein Spiegelei in der Pfanne. Hier lagen zum Glück ein paar Kokosmatten aus, die die Unterhitze etwas erträglicher machten. Diese wunderschöne weiße Stulpa ist auch unter dem Namen Mahatulpa, also als große Tulpa, bekannt. Erbaut wurde sie im 2. Jahrhundert vor Christus von König Dutukamunu als Denkmal für den Sieg über die Tamilen und als Ort für die Aufbewahrung von Requiem des Buddhas.
Ihre strahlend weiße Farbe symbolisiert die Reinheit und Erleuchtung, während die Kuppel die Lehren Buddhas darstellt. Mit ihrer Höhe von 103 Metern und einem Durchmesser von 290 Metern ist sie eins der höchsten antiken Monumente der Welt. Ursprünglich war sie zwar nur 55 Meter hoch, aber selbst das war für die damalige Zeit gigantisch. Als ich dort war, durfte ich eine Zeremonie beiwohnen, bei der ich leider nicht herausfinden konnte, was es für eine Zeremonie war. Aber jedenfalls war es sehr interessant, diese zu beobachten. Es geht weiter mit der Tuparamata Goba, die als historisches Herzstück von Anuradhapura und als die älteste Stupa Sri Lankas gilt. Sie wurde schon im 3. Jahrhundert vor Christus erbaut. Ich stelle mir vor, wie viele Geschichten diese Mauern erzählen könnten. Der Name Tuparama bedeutet übrigens Stupa-Kloster, was schon viel über ihre ursprüngliche Bedeutung verrät. Das Besondere an diesem Ort ist der Glaube, dass hier Buddhas rechter Schulterknochen aufbewahrt wird. Auch wenn sie mit ihren etwa 30 Meter Höhen zu den kleineren Stupas gehört, ist ihre Ausstrahlung einfach gigantisch. Leider kann man sie von innen nicht besuchen, aber der Anblick allein ist es schon wert und es gibt noch einiges hier zu erkunden. Also nach so ein paar Tempelbesuchen kristallisiert sich so ein kleiner Lifehack raus, denn du musst ja bei den Tempeln immer deine Schuhe ausziehen und meistens abgeben. Sie verlangen dann 20 Rupees dafür und am Anfang habe ich das auch gemacht. Bei den ersten 2, ich denke mir so, eigentlich blöd. Lifehack Nummer 1, ich habe ja meinen Beutel mit und meine Flipflops, die kommen da einfach rein. Und dann kann ich auch bei jedem beliebigen Ausgang wieder rausgehen, weil es gibt manchmal mehrere. Ja, und dann habe ich natürlich auch meine Schuhe mit dabei. Das ist natürlich ganz praktisch. Lifehack Nummer 2 ist Socken mitnehmen. Ne? Das ist auch sowas, weil manchmal dann darfst du mit Socken laufen. Das ist hier ganz praktisch, denn der Boden ist unheimlich heiß durch die Sonne. Bei manchen liegen so Matten aus, dann funktioniert das auch, aber es ist schon ziemlich heiß. Also meine Füße, die wissen jetzt, wie sie Spiegeleier in der Pfanne füllen und das sind so meine 2 besten Lifehacks, die ich rausgefunden habe. Und dann eins auch, du kannst immer, wenn du einen Tuk-Tuk hast, direkt bis vor den Tempel hinfahren. Meistens ist da immer irgendwo ein Parkplatz und da kannst du parken. Also das ist überhaupt kein Problem. Die Kutam-Pokunas sind die antiken Zwillingsbecken und mal echt eine Abwechslung zu den ganzen Stulpas, die ich hier in Anuradhapura schon gesehen habe. Diese beiden rechteckigen Becken, die nur durch eine schmale Mauer getrennt sind ein super Beispiel für die Ingenieurskunst der alten Singalesen. Die wurden wahrscheinlich beide im 5. Jahrhundert nach Christus gebaut und sind fast identisch. Dazu auch ungefähr 5 Meter tief. Es gibt hier sogar Stufen, damit die Mönche früher bequem rein und raus konnten. Die Wände sind richtig kunstvoll verziert mit geometrischen Mustern und Tierfiguren. Die Becken dienten den Mönchen in den Klostern hier in der Nähe als Badebecken und waren Teil eines echt ausgeklügelten Wassersystems, das sie mit frischem Wasser versorgten. Meine
letzte Station ist der Abhayagiri-Tempel und mir wird erst richtig bewusst, wie gewaltig diese Anlage ist. Der Abhayagiri-Tempel wurde bereits im frühen 1. Jahrhundert vor Christus als Kloster gegründet. Stell dir vor, über Jahrhunderte war dieser Ort eine der größten buddhistischen Universitäten der Welt, ein Zentrum des Lernens und der Meditation. In seiner Blütezeit beherbergte das Kloster bis zu 5000 Mönche und Pilger aus ganz Asien. Der gesamte Komplex ist riesig, mit unzähligen Gebäuden, Stupas, Bibliotheken und Gärten. Die beeindruckende Stupa war ursprünglich 110 Meter hoch und ist selbst heute, nach all den Jahrhunderten und einigen Schäden durch Erdbeben, noch immer beeindruckende 84 Meter hoch. Der Tag neigt sich nach gut 6 Stunden zum Sonnenuntergang hin und ich habe die wichtigsten Stulpas und Tempel mir angesehen. Und jetzt geht es zurück in die Stadt. Direkt an meiner Unterkunft liegt dieser Sun Hill Lake und er sieht wirklich super aus, so rötlich alles gerade zum Sonnenuntergang. Der wird gleich anfangen. Ja, ich wollte mich bedanken, dass du so lange ausgehalten hast bei den vielen Tempeln hier in Anuradhapura. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann like sie doch und lass ein Abo da, falls noch nicht geschehen. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Und wenn du die Glocke drückst, dann kriegst du automatisch einen Hinweis, wenn ein neues Video da ist. Also in dem Sinne, ich gehe jetzt noch schön was zu essen und werde mich dann in die Falle hauen. Denn morgen geht's nach Mannar und das siehst du nächste Woche. Also, bis dann. Ein Ticket in die Freiheit, das ist alles, was ich brauch. Von Asien bis Afrika, Amerika und Europa. Mit jedem Schritt ein neues Abenteuer, das mich lockt. Durch grüne Oasen Asiens und über die schneebedeckten Gipfel der Alpen auf Roadtrips ohne Ziel entdecke ich die Welt. Weltenbummler, das ist mein Leben mit Herz und Seele, jeden Tag aufs Neue, mit Bus, Bahn und Tuk-Tuk immer wieder neu erleben. Buy the ticket, take the ride, das ist mein Ding. Street Food, Local Life, das ist mein Ding. Mit kleinem Budget die Welt zu erobern, mein Ding. Durch Straßen, Cafés und Märkte schlendern, neue Kulturen entdecken, Freundschaften pflegen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Durch grüne Oasen Asiens und über die schneebedeckten Gipfel der Alpen auf Roadtrips ohne Ziel entdecke ich die Welt, decke ich die Welt mit Rocken, das ist mein Leben, mein Ding. Mit Herz und Seele jeden Tag aufs Neue, mit Bus, Bahn und Tuk-Tuk immer wieder neu erleben. Buy the ticket, take the ride, das ist mein Ding. Street Food, Local Life, das ist mein Ding. Mit kleinem Budget die Welt zu erobern, mein Ding. Durch grüne Oasen Asiens und über die Schnee.